Hallo zusammen, mein heutiges Thema sind die Vor- und die Nachteile einer GmbH und Co. KG. Macht es eigentlich Sinn, als Einzelunternehmer sich dahin umzuwandeln? Oder wenn Sie eine GmbH sind? Für wen macht das eigentlich Sinn? Dieses und vieles mehr bespreche ich heute mit Tietje. Mein Name ist Thomas Breit, Steuerberater aus Hamburg. Moin Thomas und vielen lieben Dank für die Einladung. Heute geht es um die GmbH und Co. KG. Hol mich doch mal kurz ins Boot. Was genau ist das überhaupt? Ja, eine GmbH und Co. KG ist, anders als man vermutet, eine Personengesellschaft, nämlich eine Kommanditgesellschaft, bei der der Vollhafter aber eine GmbH ist, also insgesamt eine haftungsbeschränkte Personengesellschaft. Wann ist denn eine GmbH und Co. KG überhaupt sinnvoll? Sinnvoll ist sie, wenn du mit einer Haftungsbeschränkung arbeiten möchtest und nicht in die GmbH rutschen willst mit dem hohen Formalismus und Gehalt, das du dir bezahlen musst und Risiko der verdeckten Gewinnausschüttung. Wenn du das alles nicht haben willst, dann gehst du natürlich in die GmbH und Co. KG. Und klar, kein Gehalt heißt, du kannst natürlich auch einfach dann das Geld entnehmen. Das ist ganz klar. Dann, was du auch hast, du hast eine 28,25%ige Besteuerung auf Antrag. Klingt gut. Für die nicht entnommenen Gewinne. Also es bringt dich von der Besteuerung an eine GmbH ran, sogar noch besser als die GmbH, weil da reden wir immer von 30% in der ersten Stufe, hier haben wir 28,25% in der nächsten Stufe. Ja, Mehrentnahmen sind 25%, Ausschüttungsbelastung, wären es aber bei der GmbH auch. Also es ist im Prinzip von der Besteuerung sind die sehr, sehr, sehr identisch und dafür brauchst du nicht erst eine komplizierte GmbH umzuwandeln. Und wenn du Immobilien hast, natürlich auch, dann hast du keine Grunderwerbsteuer zu bezahlen, weil es eine Personengesellschaft, das bleibt den Gesellschaftern zugerechnet, es findet kein Rechtsträgerwechsel nach Grunderwerbsteuer statt. So kannst du alles miteinander kombinieren, hast eine Haftungsbeschränkung, 28,25% Besteuerung, kannst dir die Gelder so entnehmen, wie du willst. Und last but not least, für die Erbschaftssteuer gibt es auch noch einen kleinen Goodie. Da hast du nämlich für die Erbschaftssteuer, wenn du Geld entnehmen musst, weil zum Beispiel das Objekt GmbH und Co. KG doch Erbschaftssteuer auslöst, keine Ausschüttungsbesteuerung vorzunehmen. Und das kannst du in keiner anderen Rechtsform so bekommen. Das klingt ja super. Einmal zum Mitnehmen für mich. Aber gut, wo Licht ist, ist natürlich auch Schatten. Was sind die Nachteile einer GmbH und Co. KG? Ja, ganz klar 2 Bilanzen. Also wenn du vom Einzelunternehmen kommst und wandelst in die GmbH und Co. KG, dann wird aus einer Bilanz 2, nämlich einmal die GmbH und Co. KG und dann nochmal die vollhafterin GmbH als die GmbH selber. Ja, die Veröffentlichungskosten hast du natürlich auch. Dann hast du auch die Überschuldung zu beachten nach Insolvenzordnung. Das heißt, wenn dein Eigenkapital durch Verluste aufgezehrt ist und negativ wird, hast du Insolvenzantragspflicht. Das ist dann leider so. Ja, und was auch noch ein bisschen zu beachten ist, auf einmal wird deine Erbfolge auch über das Gesellschaftsrecht geregelt, nämlich über die GmbH und Co. KG. Und das ist häufig nicht synchron mit deinem Erbrecht, mit deinem gesetzlichen Erbrecht. Das heißt, du musst immer, sobald du eine GmbH und Co. KG oder überhaupt eine Personengesellschaft in die Hand nimmst, auch darauf achten, dass du die Erbfolge dort mit deinem Erbrecht privat synchronisierst. Das läuft häufig auseinander, weil sich die Leute gar keine Gedanken machen. Da steht dann irgendwas im Gesellschaftsvertrag über, das und die Erbschaft soll so und so und so stattfinden und verstehen gar nicht, ja, das geht dem gesetzlichen Erbrecht vor, das ersetzt aber nicht das gesetzliche Erbrecht. Und wenn du das nicht anpasst und dadurch werden auf einmal Leute enterbt und dann entstehen Pflichtheitsansprüche, dann hast du ein Problem. Also das muss man hier leider mit beachten. Ansonsten, wenn man daran denkt, eine tolle Sache. Ne? Dann gibt es Krach in der Familie ansonsten. Ne? Richtig, ja. Weiteres Stichwort ist ja noch betriebliche Altersvorsorge. Ja, betriebliche Altersvorsorge geht mit dieser Rechtsform nicht, weil dafür brauchst du ein Gehalt. Und über eine GmbH und Co. KG ja, kannst du dir nur rein formellen Gehalt beschließen, aber es ist kein Gehalt, es sind Einkünfte aus Gewerbebetrieb, egal was du dir da verabreichst. Und dadurch geht auch keine betriebliche Altersvorsorge, weil da wäre das Voraussetzung, dass du ein Gehalt beziehst. Okay, jetzt komme ich als Unternehmer zu dir und möchte eine GmbH und Co. KG gründen. Was muss ich beachten? Eben hast du schon angesprochen, man muss auch das Erbrecht ein bisschen beachten, das im Auge behalten. Ja. Was noch? Natürlich ist es eine Umwandlung, also das heißt, du musst das Umwandlungsrecht beachten. Und es sei denn, es gibt im Steuerrecht eine Ausnahme, das ist
Aber das ist nur steuerrechtlich eine Identitätswahrung. Dann musst du das Umwandlungsrecht nicht beachten. Aber ansonsten Umwandlungsrecht beachten, Sperrfrist 7 Jahre. Sollte in den 7 Jahren sich was verändern, kriegst du keine Steuerneutralität. Dann ist diese Umwandlung steuerpflichtig. Also mit anderen Worten. Auf den gesamten Zeitraum? Jein. Also und noch ein Sonderfall. Rückwirkend wird der Buchwertantrag, also die Steuerneutralität, kaputt gemacht. Aber je Jahr, was abgelaufen ist, wird 1/7 abgeschmolzen. Das heißt, im 6. Jahr hast du nur noch 1/7 von dem Wert, den du eigentlich hättest bei Umwandlung besteuern müssen. Aber wenn du natürlich im 2. Jahr den Fehler machst, dann hast du noch 5/7 von der Besteuerung, die dann passiert. Und wenn du den Antrag gar nicht stellst, hast du sofort die Besteuerung. Ne? Also es ist ein Umwandlungsvorgang, definitiv. Das heißt, das sollte man nicht verbaseln. Ansonsten, ja, die Weg wie. Es gibt ja so viele Wege von wo kommst du her, wo willst du hin, unterstützt dich das Umwandlungsgesetz oder ist das ein reiner BGB-Fall? Dann, wie sieht der Gesellschaftsvertrag aus? Geht übrigens auch UG und KKG, das nur mal so eingeworfen, es muss nicht unbedingt eine GmbH sein, geht auch eine UG. Hauptsache, dass die Vollhafterin haftungsbeschränkt ist. Aber davon mal ganz nebenbei. Die Frage ist, was regelt der Gesellschaftsvertrag? Und ist das zum Beispiel eine sogenannte Einheits-KG? Heißt, ist die Gesellschafterin der GmbH die KG selber oder nicht? Dann reden wir im Steuerrecht von gewerblicher Prägung, Kraftgesetz. Ist der Kommanditist auch mit Geschäftsführungsbefugt? Achtung, Achtung, da musst du wirklich aufpassen, gerade bei vermögensverwaltenden Gesellschaften, dann hast du eine entprägte Gesellschaft. Also, mit anderen Worten, zu beachten gibt es eine ganze Menge, aber umgekehrt kannst du auch eine Menge gestalten. Ne? Aber dafür gibt es ja Gott sei Dank dich, du hast den Durchblick. Aber wie ist denn das? Ich komme jetzt als Mandant zu dir und sage, ich möchte eine GmbH und Co. KG gründen. Wie findest du raus, ob das zu meinem Vorhaben passt? Du hast es ja eben schon angesprochen, das ist auch abhängig davon, woher ich überhaupt komme. Ja. Aus einer GmbH oder UG oder Einzelunternehmer. Absolut. Und deswegen, wir arbeiten ja mit so einem 3-Phasen-Modell und Phase 1 ist ja, dass wir die Ist-Situation analysieren, deine Zielsetzungen natürlich kennen und dann dir die ganzen möglichen Alternativen aufzeigen, die es gibt. In der Schlussbesprechung fangen wir dann auch an, das so richtig in Stein zu meißeln. Wie sieht das aus? Also nicht nur äußerlich, von nach, da gibt es ja vielleicht 3, 4 Gesellschaftsformen in der Zielstruktur, dann entscheidet man sich über eine, sondern dann kommen auch die gesellschaftsrechtlichen Inhalte und die handelsrechtlichen und natürlich die zivilrechtlichen, alle in Kombination natürlich mit steuerlichen Auswirkungen. Das erarbeiten wir dann und dann weißt du, was wir machen können. Du kannst dann aufhören, du sagst, das war nett so, aber dann würde man, wenn man weitermacht, dann würde man Phase 2 und 3, also Phase 2 ist die Konzeptionierung, Phase 3 ist die Umsetzung, würde man das Modell genauso, was wir für dich erarbeitet haben, konzeptionieren und dann auch umsetzen. Klingt super. Also GmbH und Co. KG kann man festhalten, gut für alle Leute, die eine Haftungsbeschränkung haben wollen, die keine Lust auf verdeckte Gewinnausschüttung haben, die keine betriebliche Altersvorsorge brauchen, die sich kein Gehalt verabreichen wollen, die 28,25% Besteuerung haben wollen, die ein Sonderentnahmerecht ohne Ausschüttungsbesteuerung für erbschaftssteuerliche Zwecke haben wollen, für die ist das schon mal sehr gut geeignet. Wo muss ich unterschreiben? Genau, also ob das nun für Sie auch ein Vorteil ist mit der GmbH und Co. KG, ja, das müssen wir sehen. Wann es gar keinen Sinn macht, wenn Sie Verlust haben oder Verlustvorträge, im privaten Verlustvortragsbescheid, dann brauchen wir darüber nicht reden. Auf der anderen Seite sollten Sie hohe Gewinne haben, dann mal abgesehen von den Vorteilen, die ich bisher beschrieben habe, kommt auch noch ein steuerlicher Effekt dazu. Wir können also durch gewisse Gestaltungsmöglichkeiten Ihre Besteuerung um 14 bis 27% reduzieren. Ja, wenn Ihnen das gefallen hat, bitte abonnieren Sie meinen Kanal. Dann sehen wir uns wieder. Thanks for watching.